NDR Verkehrsstudio Niedersachsen. Autobahn 1, Bremen Richtung Hamburg. Zwischen Euthen und Stuckenborstel. Guten Morgen. Du Mami, ich habe wieder geträumt. Na, wisst ihr, von einem Schiff. Das war so lang und so hoch, fast wie ein Hochhaus. Pass doch auf, du Blödmann. Na, kein Streit am frühen Morgen. Ich glaube, das Schiff, von dem du dauernd träumst, das gibt es wirklich. Glaubst du wirklich, Papi? Und auch so groß, dass man sich drin verlaufen kann? Wenn nicht sogar noch größer. Sieh mal hier. Oh. So, nun runter von der Autobahn und rauf auf das schönste Stück Autobahn über die Ostsee. Autobahn ist doof. Du hast uns eine Überraschung versprochen. Eben. Und was ist? Langweiliges Autofahren gen Norden. Und hört auf zu nörgeln. Schaut mal lieber rechts da aus dem Fenster. Oh, was ist das denn? Höher als die Bäume? Wart's mal ab. Das kommt noch besser. Wer für eine der modernen Jumbo-Fähren der TT-Line gebucht hat, kann bereits bei der Anfahrt bequem aus dem Auto heraus am Check-in die notwendigen Papiere in Empfang nehmen. Keine Warteschlange, kein Anstehen. Sogar der Kabinenschlüssel wird schon vor dem Schiff ausgehändigt. Der Fahrt aufs Schiff steht nichts mehr im Wege. Nicht nur Kinder kommen aus dem Staunen nicht heraus, fährt man ins Autodeck der 31.360 BRZ großen Peter Pan. Übrigens, absenkbare Parkbühnen bieten 550 Pkw auf 3 Parkdecks einen sicheren Platz. Oder es werden 120 beladene Lkw gestaut. Natürlich wird nach dem modernen Ro-Ro-Prinzip be- und entladen. Mit kleinem Gepäck erkundet unsere Familie auf dem Weg nach Trelleborg natürlich zunächst ihr Schiff. Darf ich mir das Schiff mal ansehen, Papi? Hey, das machen wir gleich gemeinsam. Erst wollen wir mal die Kabine belegen, okay? Wir alle in einer? Na klar, du willst sehen, wie viel Platz wir haben. Der erste neugierige Blick gilt der gebuchten Kabine. Hier stellen Sie sich an. Der Kabinenkomfort auf der Peter Pan überrascht nicht nur unsere Familie. Denn das, was zum Beispiel eine Luxuskabine an Bord zu bieten hat, kann sich mit jedem guten Hotel an Land messen. 1200 Passagiere finden auf jeder Fahrt ein frisch gemachtes Bett vor. Je nach Geldbeutel in einer solchen Zweibett-Innenkabine oder in einer Zweibett-Außenkabine. Alle selbstverständlich mit eigener Dusche und WC. So. Das ist... Ja, genau. Du Papi, das ist aber ein komischer Schlüssel. Tja, die Peter Pan ist eben ein ganz modernes Schiff. Und mit dieser speziellen Codekarte können eben nur wir unsere Kabine öffnen. Fast alle der 456 Kabinen befinden sich im ruhigen Hotel Vorschiff, fernab von jeglichem Trubel. Und mehr als die Hälfte sind Außenkabinen.
Von den Passagieren kaum bemerkt werden 26.400 PS in Gang gesetzt, denn der Fahrplan soll eingehalten werden. Doppelruderanlage, Stabilisatoren für ruhige Fahrt, 2 Verstellpropeller. Ein Technikfreak kann da schon ins Schwärmen kommen. Langsam und majestätisch gleitet die Peter Pan im engen Fahrwasser von Travemünde der weiten Ostsee entgegen. Aus der Höhe eines 18-stöckigen Hochhauses wirkt die malerische Fassade des Ostseebades Travemünde wie aus der Spielzeugkiste. Steht man ausgeruht und gelassen an Deck, wird klar, dass die Märchenschiffe der TT-Line das schönste Stück Autobahn über die Ostsee sind. 31.360 BRZ, 161 Meter lang und 28 Meter breit. Die Peter Pan zählt zu den größten Fährschiffen der Welt. Konzentriert und sicher führen Kapitän und Mannschaft ihre Gäste über die Ostsee. Und jede Fahrt von Travemünde nach Trelleborg ist ein Kurzurlaub für die, die sich dieser Führung anvertrauen. Natürlich ist ein so modernes Schiff mit allen erdenklichen Sicherheitseinrichtungen ausgerüstet. Alle neuen technischen Geräte wie Radar, Computer, Kartenplotter und viele andere mehr sind hier nach der Studie Schiff der Zukunft bereits Wirklichkeit. Die Brücke ist die Sicherheitszentrale. Hier wird peinlich genau all das überwacht, was der Sicherheit von 1.600 Passagieren dient. Für unsere Familie beginnt das kleine Abenteuer Kurzkreuzfahrt. Was haltet ihr davon, wenn ich euch jetzt ins à la carte Restaurant einlade? Gibt's auch Pommes frites? Du bekommst sogar eine ganz spezielle Karte. Für kleine Piraten und Matrosen. Die Küchenchefs von 3 Restaurants brutzeln um die Wette, wenn es gilt, auch den verwöhntesten Feinschmecker zufriedenzustellen. Das à la carte Restaurant hat übrigens bis nach Mitternacht geöffnet. Ein ganzes Schlaraffenland mit auserlesenen Speisen steht zur Verfügung. Vom Weinkeller wollen wir erst gar nicht sprechen. Man kann nur froh sein, dass die Seeluft so viel Appetit macht. Denn die kulinarische Auswahl reicht von A wie Avocado bis Z wie Zanderfilet. Aber auch der eilige Gast findet seinen gedeckten Tisch. Soll es der kleine Snack sein, ein köstlicher Salat oder nur ein Bier gegen den Durst? In der Cafeteria geht's schnell, ist preiswert und schmeckt. Man soll der Hausfrau ja nicht in die Töpfe gucken, aber hier an Bord dürfen wir dies ruhig tun. Mit viel Sachverstand und Liebe wird hier gebrutzelt und gekocht, gebraten und gedünstet, dass man nur vom Zusehen schon satt werden kann. Besonders beliebt ist das üppige Captain's Buffet. Wer diesen Köstlichkeiten widerstehen kann, ist entweder ein Feinschmecker, Muffel oder Vegetarier.
gut, dass es nach so viel Köstlichkeiten auch noch den gesunden, sportlichen Ausfall gibt. Also ich gehe ins Kugelmeer. Kugelmeer. Ich stehe lieber auf Disco Music. Kommt ihr mit? Nein, danke, gehen wir. Also wenn du mich fragst, ich gehe am liebsten in die Sauna. Na bitte, dann werde ich Ihnen bis Trelleborg schwimmen. Der maritime Aktivurlaub findet tief unten im Bauch der Jumbo-Fähre statt. Nur wenige Fährschiffe bieten ein vergleichbares Fitnesscenter wie die Peter Pan. Sogar der kleine Abstecher nach Hollywood liegt auf der Route Travemünde-Trelleborg. Auf dem K-Deck trifft man John Wayne, Alain Delon, mit ein bisschen Glück auch seinen ganz eigenen aktuellen Star. Und auch der Nachwuchs hat seinen ganz speziellen Swimmingpool, das Kugelmeer. Vor allen Dingen wissen Eltern ihre Jüngsten hier in bester Gesellschaft. Da seht ihr, wie weit ihr eure bereits gebracht habt. Und da nicht nur die Kinder, sondern auch das Kind im Manne spielen will, gibt es auch dieses Vergnügen für die Erwachsenen. Verlieren tut an diesem Tisch eigentlich keiner. Denn wer zu den Passagieren dieses Schiffes gehört, kann nur ein Gewinner sein. Können wir nachher noch einen Drink zusammennehmen? Findest du nicht, dass es reicht? Wie meinst du das? Ich finde, dass du mich jetzt am Drink einladen solltest. Ja, aber gern, mein Liebes. Eigentlich ist die Schiffsreise nach Trelleborg viel zu kurz, als dass man das umfangreiche Unterhaltungsangebot voll ausschöpfen kann. Hier werden exotische Drinks gemixt und hier treten bekannte Künstler auf, die beweisen, warum die Fährschiffe der TT-Line weit über die Ostseeküsten hinaus mit ihren Musikdampfernächten bekannt sind. Zum Südpol ist nur ein Katzensprung. Wir fliegen die Strecke bei jeder Witterung. Wir warten nicht, wir starten, was immer auch geschieht. Durch Wind und Wetter erklingt das Fliegerlied. Flieger, grüße die Sonne, grüße die Sterne und grüße den Mond. Dein Leben, das ist das Leben, durch die Ferne, die keiner gewohnt. For every game to taste the sweet, I face the pain, I rise and fall, yet through it all, this much remains. I want one moment in time, when I'm more than I thought I could be. When all of my dreams are heartbeat away, and the answers are brought up to me. Aber alles ein bisschen viel für unseren Junior. Ist ja kein Wunder, stell dir mal vor, deine Träume gehen in Erfüllung. Ich glaube, er träumt schon wieder. Und das kann man auch an Bord. Die Märchenmotive aus Peter Pan sind überall auf dem Schiff zu finden.
Auf den windgeschützten Decks der TT-Liner kann man zu jeder Jahreszeit gesunde Seeluft schnuppern. Das Schönste daran ist, dass sie im Passagepreis eingeschlossen ist. Papi, guck mal, da kommt genauso ein Schiff wie unsere. Ja, das ist Nils Holgersson, das Schwesterschiff der Peter Pan. Genauso groß und genauso schön. Wir möchten Sie für ein paar Minuten auf das Schwesterschiff der Peter Pan entführen. Die Nils Holgersson bietet alle Bequemlichkeiten, alle Einrichtungen für einen erholsamen Kurzurlaub, wie die Peter Pan. Auf beiden Jumbo-Fähren können Firmen und Geschäftsleute die Fahrzeit zwischen Travemünde und Trelleborg natürlich auch geschäftlich nutzen. Ein voll eingerichtetes Konferenzzentrum ermöglicht Tagungen und Meetings für kleine Arbeitsgruppen, aber auch für Konferenzen bis zu 260 Teilnehmern. Moderne Kommunikationseinrichtungen, Video- und Diaprojektoren. Eine Konferenz auf See ist etwas ganz Besonderes. Um dies zu verdeutlichen, habe ich eine grafische Darstellung vorbereitet. Wie man deutlich sieht, sind die Umsätze schwankend, aber in der Tendenz steigend. In ein paar Beispielen soll Ihnen das anhand eines Videos verdeutlicht werden. In a lot of European countries, the variation of holiday cost per annum goes on minimal basis. Alle 8 Konferenzräume haben Blick aufs Meer. Das regt die Fantasie an, da kommt der zündende Gedanke schon mal etwas eher. Das fördert den Teamgeist und macht aus jeder Tagung ein erfolgreiches Unternehmen. Die Tagungsräume können ganz individuell zusammengestellt werden. Und nach der Konferenz ist der Weg bis zum Restaurant nicht weit. Die Bar für das intensive Gespräch gleich um die Ecke. Auf beiden TT-Linern also Platz und Einrichtung genug, auch für Betriebsausflüge, Modenschauen und Messen. Alles maßgeschneidert und nach Wunsch des Kunden. Kehren wir zu unserer Familie zurück, die jetzt nur noch einen Wunsch hat. Und auch der lässt sich an Bord erfüllen. So, bevor wir in Trelleborg ankommen, möchte ich nach Herzenslust shoppen gehen. Und vor allem preisgünstig. Kein kleiner Kiosk, sondern ein richtiger Supermarkt lädt auf beiden Jumbo-Fährschiffen zum Shopping ein. Und wann macht das Einkaufen mehr Spaß als im Urlaub? Besonders günstig das reichhaltige Angebot an Tabakwaren und Spirituosen. Da lacht die Urlaubskasse. Die zollbegünstigten Preise machen sich auch bei Parfum und Kosmetika bemerkbar. Ganz gut, ne? Die Flasche ist sehr schön. Dankeschön. Eigentlich ist die Schiffsreise in Trelleborg zu Ende, nicht aber der perfekte Service. Denn über 25 Jahre TT-Line, das heißt auch mehr als 25 Jahre Spezialist für Urlaub unter nördlicher Sonne. In Trelleborg verlässt unsere Familie das Schiff, genauso bequem wie es die Peter Pan betreten hat.
Und während am Kai schon Autos und LKW auf die Einschiffung nach Travemünde warten, verlässt einer der beiden Kombi-Carrier, die Robin Hood, den Hafen in Richtung Deutschland, beladen mit LKW und Trailern. Unsere Urlauber haben bereits Malmö erreicht, schlendern durch die schöne Altstadt oder sind schon auf dem Weg zu einem der zahlreichen Anschlussprogramme der TT-Line. Zum Beispiel in Schweden, dem Land der unbegrenzten Urlaubsmöglichkeiten. Oder weiter nach Norwegen und Finnland. Oder auf der Sonneninsel Bornholm. Aber auch maritime Kurzreisen finden Sie in den TT-Tipps. Heiße Nächte im Live-Musikdampferprogramm oder abwechslungsreiche Kurztrips mit Lust auf Meer. Die Reise beginnt und endet immer auf einem Märchenschiff der TT-Line. Bei uns sind Sie immer auf dem richtigen Dampfer. 365 Tage im Jahr. Nur schade, dass diese Tage immer so schnell vorbei sind.